'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack. Hallo, heute machen wir Salami. Ich versuche das heute mal alles ein bisschen zu erklären, wie ich das mache. Es gibt ja verschiedene Wege, jeder macht es ein bisschen anders mit der Luftfeuchtigkeit und so weiter. Reifeschrank haben wir keiner, brauchen wir auch nicht, das funktioniert auch so. Ich habe mir jetzt ein bisschen Schweinebauch geholt, der ist nicht ganz so fett. Also Rückenspeck nehme ich beim Salami machen schon gar nicht, weil der einfach zu warm wird beim Wolfe und den mache ich erstmal gar nicht rein. Deswegen hier Schweinebauch benutze ich. Der wird in längliche Streifen geschnitten. Warum? Wenn man den in längliche Streifen schneidet, da kann der Wolf das besser greifen und zieht das auch besser durch. Wenn das Würfel sind, kann es sein, dass das Brät warm wird und das wäre für unsere Salami überhaupt nicht gut. Das Fleisch müsst ihr vorher dann auch immer ein bisschen anfrieren. Da lässt sich es auch besser schneiden. Ich friere es dann erstmal ein, wenn ich das Fleisch kaufe. Ein bisschen längere Zeit. Das Fleisch verliert ja auch somit ein bisschen Wasser. Es lässt sich dann halt auch besser wolfen und es wird auch nicht warm. So, dann benutze ich dazu eine Schinkenoberkeule. Das leichte Fett tue ich noch ein bisschen entfernen. Gehört nicht in die Salami rein. Das Video habe ich jetzt gemacht. Vorher schon, wo ich es gekauft habe. Und es wird jetzt gleich wieder eingefroren. So, also wir benutzen Schweinebauch, 400 Gramm und 600 Gramm Schinkenoberkeule. Oder Schinkenbrate. Das wird auch in Streifen geschnitten, in längliche Streifen. Was ich dazu an Gewürze benutze und Salz und so weiter, stelle ich euch wieder genau in die Infobox unten rein. Ich benutze jetzt Hooky-Därme. Das sind Naturium R2L Kunstdärme. Die müssen dann vorher gut 20 Minuten gewässert werden, mit ein bisschen Salz drin, im warmen Wasser, ein bisschen wässern. Allerdings habe ich jetzt wieder einen Fehler gemacht. Ich würde mal das nächste Mal wieder dieselbe holen, aber halt länger. Weil das Problem ist, bei der Salami-Abfülle, du hast jetzt hier immer so kurze Würstchen und dann musst du immer abtrennen und du hast ja im Endeffekt auch nichts davon. Wenn sie doppelt so lang sind, hast du ja auch mehr, finde ich. Wenn das richtig funktioniert, wie bei mir jetzt, dann schrumpfen die zusammen und da bleibt nicht mehr viel übrig. Deswegen würde ich das nächste Mal dieselbe Därme nehmen, aber die doppelte Länge. Gibt es auch verschiedene Längen. Könnt ihr kaufen, wie ihr möchtet. Okay, die Därme werden dann im warmen Wasser gewässert, 10%ige Salzlage mache, wässern. So, was ihr jetzt seht, das ist auch eine Salami, wo ich gemacht habe. Ich mache da immer so ein bisschen Vortest. Die habe ich mal schnell in den Rinderkranzdarm reingemacht, aber halt mit Hand reingedrückt. Also mit der Tülle und dann von der Tülle aus habe ich das Brät reingedrückt. Man sieht es auch, es sind kleine Luftlöcher. Aber ich muss sagen, die ist richtig gut geworden. Allerdings habe ich da keine Salami-Mischung gemacht, sondern habe da eine Mettwurst, also ich hatte ja vorher Mettwurst gemacht und habe das als Mettwurst-Salami reife gelassen. Und ich muss sagen, die sind auch schön durchgehärtet. Vom Geschmack her hammermäßig. Also wirklich hammermäßig, sehr lecker. So, dann geht's mal weiter. So, da ich ein Knoblauch-Fan bin, 2 Abende vorher gehe ich dann hin und schäle mir ein bisschen Knoblauch. Also ich mache immer auf 1 Kilo Brät, mache ich immer eine große Zehe Knoblauch. Ja, also ich habe jetzt 3 Kilo gehabt, habe 3,5 Zehe Knoblauch genommen. Das wird ein bisschen aufgefüllt mit Rotwein. Ich habe jetzt eigentlich ein guter Rotwein genommen und komme dann wieder zurück in den Kühlschrank, dass das sehr kalt steht. Bei 7 Grad habe ich das stehen gehabt, ganz unten. Das ist am kältesten. So, wie ihr seht, das ist dann so ein Schnapsgläschen voll Rotwein. Also ich habe jetzt 2 Gläser Rotwein genommen. Auf 3 Kilo Fleisch. Zu viel soll man auch nicht nehmen. Wir wollen ja das Wasser rausholen. Wir wollen ja nicht noch was dazugeben. Aber für den Geschmack. Am nächsten Tag siebe ich das nochmal ein bisschen aus und gebe es dann Brät hinzu. Ich gehe diesmal auf 25 Gramm Pökelsalz, eine Tritt Pökelsalz. Mehr möchte ich nicht nehmen. Es gibt Leute, die behaupten 30 Gramm, 27 Gramm und so weiter. Das ist alles viel zu viel.
kann man keiner erzählen, dass das nicht salzig schmeckt. Ich habe das schon ausprobiert, das ist so salzig, das kann man nicht essen. Und es stimmt auch nicht, dass man dann die Salami nicht fest bekommt. Das ist ein Mythos, weil ich habe das schon ausprobiert und ich kriege die genauso mit 23 Gramm fest. Gut, ich habe jetzt 25 Gramm genommen, ein bisschen mehr wie Verknacker. Die sind ja jetzt schon fertig, ziemlich fertig gereift und habe da mal probiert. Die schmecken auch nicht zu salzig. So, dann müsst ihr euch eine Feinwaage holen und die Gewürze abwiegen. Also da ist jetzt drin, wie gesagt, Pökelsalz, da ist Pfefferweiß drin, da ist Piment drin, da ist ein bisschen Nelkepulver drin, dann benutze ich immer noch 1,5 Gramm Traubenzucker dazu, Nelkepulver habe ich genommen, Muskat habe ich genommen, ein bisschen Paprika, edelsüß. Aber das mache ich euch nochmal genau in die Infobox rein. Macht keine Sache rein, so wie Zwiebeln, Knoblauchfrischer könnt ihr reinmachen, das passiert überhaupt nichts. Aber so Sache, wo gären könnte, würde ich nicht empfehlen. Macht das nicht rein, das funktioniert nämlich nicht. Da wird eure Wurst schlecht. Ich habe das Ganze ein bisschen getrennt in 2 Töpfe, weil ich eben 3 Kilogramm habe. Und ich gebe jetzt mal die Gewürze schon drüber, also vorm Wolfe gibt man immer schon mal die Gewürze drüber. Also ich mache erst Pickelsalz rein. Die ganze Gewürzmischung gebe ich jetzt da drüber und tue das mal nochmal schön vermengen, dass sich das gleich von Anfang an schon gut vermischt. Weil sonst habt ihr vielleicht Gewürznester und das schmeckt auch nicht. Also gut vermische, vorm Wolfe schon. Ihr braucht auch nicht einen Wolf vorzufrieren und was weiß ich, Handschuhe und der ganze Krempel. Wenn die Hände gewaschen sind und sind sauber, dann ist das gut. Ich kann nicht mit Handschuhen schaffen, das geht nicht. Und ihr braucht auch nicht den Fleischwolf vorzufrieren, dass das alles eiskalt ist. Das Fleisch ist eiskalt und es wird auch noch kalt sein, wenn ich es in den Wurstfüller fülle. Dann kommt unser Rotwein noch dazu. Und zum Wolfe. Ich tue das Fleisch 2-mal Wolfe. Erstens mal habe ich da einen Vorteil wegen der Bindung. Ich kriege da viel schnellere Bindung. Auch ist es so, wenn ihr das Salz schon vorher dran macht, alles, das hat auch was mit der Bindung zu tun. Da kriegt ihr auch eine schnellere Bindung. Also ich benutze zuerst beim Begetal Fleischwolf sind 3 Scheiben dabei. Ich benutze dann als erstes diese größere Scheibe und dann lasse ich das nochmal durch die mittlere Scheibe durch. Somit habe ich dann eine gute Bindung schon und brauche auch dann nicht mehr so lang zu mengen. Weil das muss später gut durchgemengt werden, sonst funktioniert das überhaupt nicht. So, das Fleisch geben wir jetzt mal oben rein und geht nicht hin und drückt das mit dem Stopfer so fest durch. Lasst den Fleischwolf von alleine arbeiten. Gebt immer ein bisschen was nach, stopft es leicht nach, nicht zu fest und dann holt er sich das von alleine. Der soll auch nicht leer laufen, weil in dem Moment, wo der dann leer läuft, wird es warm. Und wir wollen das ja nicht, das soll ja alles kalt bleiben. Deswegen haben wir es ja auch in Streife geschnitten und drücken das auch nicht so nach, dass das nicht gequetscht wird. Und da kann er sich das schön reinziehen. Ja. Also ein bisschen muss man schon drücken, aber jetzt nicht wie so ein Elefant da reindrücke. Und wie ihr seht, das ist jetzt die größere Scheibe. Das läuft schön durch. Nochmal zur anderen Scheibe. Jetzt kommt die kleinere Scheibe drauf. Der Wolf dreht links rum und so müsst ihr auch das Messer reinmachen. Und dann lassen wir das nochmal durch diese mittlere Scheibe durch. Ich habe es dann vorher nochmal schnell ein bisschen durchgemengt, dass es auch schon ein bisschen vermischt ist, also verteilt ist. Wenn wir dann soweit sind, tun wir das gut durchmengen. Da gibt es keine Zeit. Es gibt Leute, die sagen 10 Minuten oder was weiß ich. Es gibt keine Zeit. Es ist nämlich so, ihr müsst es mit der Hand machen. Wenn ihr das mit der Maschine macht und sagt, okay, ich lasse es jetzt 10 Minuten laufen, da kann es ja auch mal schon sein, dass das zu warm wird. Weil der Knethagel macht auch das Brät warm.
Und das möchte ich bei der Salami schon vermeiden. Das kann man bei anderer Wurst machen, aber bei Salami würde ich es ja nicht empfehlen. Also ich sag's euch, wie ich es mache. Es wird jeder ein bisschen anders machen. Ich mache es eben so. Ich schmenge es mit der Hand. Ich habe jetzt deswegen auch Handschuhe an, weil es mir so kalt ist. Nicht wegen der Hygiene. Und wie gesagt, gut durchmenge. Da wir ja das zweimal schon durch 2 Scheiben durchlaufen gelassen haben, hat das auch innerhalb von 3 bis 4 Minuten seine Bindung. Wie ihr seht, ich benutze dann so ein schmaler, hoher Topf. Könnt ihr auch so einen Spargeltopf benutzen. Und warum benutze ich den? Das Brät kann sich da nicht wegdrücken. Ja, das kann sich nicht nach außen wegdrücken und mir kann es dann schön mengen. Es soll dann nachher so sein, wenn du das dann so hochhebst, dass das in der Flachhand kleben bleibt, so wie ihr das jetzt seht und nicht runterfällt. Mengt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also wenn ihr öfters mal mit der Hand das macht, bekommt ihr das ganz schnell raus, wie das sein muss. Diese Bindung ist unheimlich wichtig, damit auch eure Wurst was wird. Ich mache dann schon mal erst die Tülle drauf, aus dem Grund, sobald ihr die Tülle drauf habt, fällt das Ding schon mal gar nicht mehr um. Ja, wenn die Tülle nicht drauf ist, fällt das Ding dann um. Ich bin ja immer allein, ich muss noch filmen. Es ist alles nicht so einfach, wie das jetzt Fleisch hier im Video aussieht. Da gehen wir hin und formen das in Balle. Schöne große Balle und das werfen wir dann ganz fest hier in den Füller rein. Nach dem ersten Balle oder nach dem zweiten Balle, was ihr reingeschmissen habt, geht er hin, weil der Wurstfüller hat ja unten so einen Bogen. Und in dem Bogen kommt dann schon die erste Luft. Dann habt ihr gleich schon am Anfang mal die Luft. Also den stopfe ich jetzt aus. Den Bogen bis zur Tülle stopfe ich jetzt aus, bis das vorne an der Tülle schon rauskommt. So lang stopfe ich das. Ich halte vorne ein bisschen den Fingerhals drin und dann stopfe ich das so lange rein, bis es vorne rauskommt. Man muss das nicht so machen. Wie gesagt, ich erzähle es euch heute, wie ich das mache. Und dann mache ich immer so 2 Balle, schmeiße das fest rein und nach jedem zweiten Balle drücke ich das nochmal fest im Füller an. Somit seid ihr zu 99% sicher, dass da keine Luft drin ist. Wir haben ja keine Industriefüller oder sonst was. Wir machen das von zu Hause aus und haben auch nicht die Geräte, jedenfalls ich nicht. Ein bisschen Luft wird es immer geben. Das könnt ihr nicht ausschließen. Ich habe ja dann noch einen Stipper. Wenn die Salamis dann abgefüllt ist, werden die dann schon mal gleich ein bisschen abgestippt. So, dann geht's weiter. Und wie gesagt, ihr müsst die Därme wässern vorher. Eine 10%ige Lage habe ich da gemacht, eine Salzlage. Ich benutze da immer mehr Salz, das ist eigentlich egal, was er benutzt. Ich fahre ja oft nach Frankreich, das kriegst du dort nachgeschmissen. Deswegen benutze ich das auch immer. So, dann müsst ihr die Tülle mindestens so dick wählen, also fast so dick wählen, wie der Darm auch ist. Weil wenn er das dünner wählt, da bekommt er Schwierigkeiten mit dem Strammfüller. Ich stippe das dann vorher immer schon mal ein bisschen an, damit, wenn die erste Luft kommt, da schon was rausgeht. Ich mache es auch so wie der Michael Kaul, ich lasse das so ein bisschen über der Tülle, das Brät, und drücke das ganz fest rein. Das muss richtig, richtig fest rein gedrückt werden. Gut, ich bin halt jetzt allein in einem Durchziehen, das packe ich nicht ganz. So, wie ihr jetzt seht, das ist ja gleich abgefüllt, so ein kleines Würstchen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das nächste Mal würde ich dann lieber die doppelte Länge nehmen. Dann habe ich auch viel weniger Arbeit. Noch ein dünnerer Darm würde ich für mich jetzt nicht empfehlen. Aber für Anfänger jetzt würde ich ein dünnerer Darm noch empfehlen. Ihr werdet das zum Schluss im Video sehen. Wenn er noch ein dünnerer Darm wie den nimmt, dann ist nachher nichts mehr da. Da habt ihr nur noch so kleine Mettwürstchen. Ich sag jetzt mal Mettwürstchen und da ist nichts mehr da. Also diese Größe, die geht gerade noch so. Ich glaube, das sind
50er Länge und 40 mm Durchmesser. Und die nehmen ja unheimlich noch ab. Bis die abgereift sind, sind die genau richtig, würde ich sagen. Also dicker oder dünner dürften sie dann auch nicht sein. Deswegen würde ich jetzt nicht ein kleinerer Darm empfehlen, nur für die Leute, die jetzt das vielleicht mal das erste Mal machen, würde ich ein kleinerer Darm nehmen. Wenn ihr das nicht richtig macht, funktioniert es nicht. Ihr müsst mehr Starterkulturen drin machen, ihr müsst ein bisschen Zucker reinmachen. Ich nehme dann meistens Puderzucker für rein, weil es einfach besser ist. Und ihr könnt noch so ein bisschen Ascorbinsäure mit reingeben, mache ich auch als. Und wie gesagt, keine rohe Zwiebeln oder sonst was reinmache, keine rohe Sache reinmache. So, ich bin jetzt im Keller. Ich habe hier gerade noch meine Mettwürstchen liegen, die habe ich auch gemacht, aber das Video kommt dann nochmal vielleicht eine Woche später. Die sind ganz klasse geworden. Da habe ich mir auch mal einen Spaß gemacht und habe mal so eins ein bisschen reifer gelassen, obwohl ich vorher schon gewusst habe, dass das nicht funktioniert, weil das einfach ein Darm ist, der nicht atmen kann und wird die Wurst drin ersticken. Ich habe es aber aufgeschnitten, wie sie dann ein bisschen fest waren und habe es dann trotzdem in Küchenpapier eingewickelt und aufgehangen. Ich bin jetzt schon im Keller. Nach dem Abfüllen müsst ihr die Salami außer abwaschen schön, dass da nichts mehr dran hängt. Genauso die Zipfel ein bisschen rauswaschen. Man kann es auch in der Zipfel drin lassen, habe ich auch schon gemacht. Macht gar nichts, passiert auch gar nichts. Weil es gibt auch Leute, die sagen, ja, man muss das ganz gut waschen und mit dem Handtuch abtrocknen und. Braucht da alles nicht. Einfach nur kurz abwaschen, dann ist das gut. Längliche Bändelchen dran sind jetzt. Da ist was passiert. Mir ist eine runtergefallen und da ist wieder aufgeplatzt und was halt so alles passiert, das sieht er ja jetzt im Video nicht. Es kommt immer irgendwas, es geht nie glatt. So, jetzt kommen wir zur Reifung. Ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier ungefähr 20 Grad. Ihr dürft gehen bis 23 Grad, aber nicht höher. Also die Temperatur sollte zwischen 20 und 23 Grad sein. So ist es bei mir immer. Weniger würde ich eigentlich nicht empfehlen, obwohl es auch mit weniger geht. Dann braucht halt die Wurst länger, bis sie rot ist, sage ich jetzt mal. Bis diese Bakterien anfangen zu wirken. Die müssen ja Wärme haben, dass die mal anfangen zu arbeiten können und dann auch die Wurst auch gut durchröten. So, wie gesagt, 3 da hängen lassen. Am ersten Tag sprühe ich sie nicht, weil da sind sie ja noch ganz nass. Ja? Und erst am zweiten Tag sprühe ich die. Jetzt könnt ihr schon ein Bild sehen. Das ist jetzt schon am 3. Tag, so wie ich weiß. Und ja, sind eigentlich schön umrötet. Könnte ein bisschen mehr sein, aber ganz gut. Aber das wird noch. Am 3. Tag haben sie dann schon ganz schön ausgesehen. Also wie gesagt, 20 bis 23 Grad, nicht höher wie 23 Grad und nicht unter 20 Grad. Das war jetzt nach einer Woche. Ja, wie ihr seht, da unten sind auch meine Eier, meine eingemachte. Da gehen immer 4, 12 Eier gehen da immer rein. Lecker, lecker, kann ich euch sagen. Die kann man auch ganz gut ohne Schale im Glas einmachen. Ich koche auch ab, eingemachtes und so weiter. Hier jetzt die Salami, die sind eine Woche alt jetzt. Sind jetzt nochmal schön umrötet. Und sehen klasse aus. Was ich jetzt vergessen habe zu sagen, nach einer Woche, das könnt ihr auch nach 3-4 Tagen machen, also ich habe es jetzt nach einer Woche gemacht, weil eben das Wetter so schlecht war. Es hat nur geregnet und das hat überhaupt gar nicht gepasst. Und das Wetter muss auch stimmen. Dann habe ich die mal 12 Stunden geräuchert. Also was ihr jetzt seht, die sind auch schon 12 Stunden geräuchert. Bei mir ist es immer so, die Salamis am Anfang riechen die immer ein bisschen streng riechen einfach nicht gut. Und erst nach ein paar Tagen, nach einer Woche oder so, dann nehmen die Geschmack an. Also dann riechen die richtig gut. Hier habe ich jetzt doch nochmal der Räuchergang. Es ist ein bisschen verschoben vom Video her. Wie gesagt, Sparbrand, Kaltrauch, umso fester ihr das Buchenmehl drückt, umso langsamer brennt es ab und natürlich auch habt ihr dann weniger Temperatur. Wenn ihr es leicht reinmacht, würde ich nicht empfehlen, da brennt es ziemlich schnell ab. Ihr bekommt dann auch eine höhere Temperatur. Ist klar, ne?
Also wie gesagt, ich stopfe das leicht und ich habe da 2 Sparbrände, die stelle ich da immer rein. Aus dem Grund, da bekomme ich mehr Rauch. So, hier könnt ihr noch einen Schinken sehen, den ich noch gemacht habe. Und hier kann man schon die Salamis sehen, jetzt nach der Räucherung. So, dann bin ich jetzt hier gerade im Keller. Ich sprühe immer mit der Sprühflasche. Ich habe einfach nur kaltes Wasser und so eine kleine Sprühflasche. Da geht 1 Liter Wasser rein. Die Woche brauche ich immer ungefähr 1 Liter. Dann ist das weggesprüht. Ja. Dann fülle ich das wieder auf und sprühe wieder. Und wie ihr seht, ich habe jetzt 16,5 Grad. Und die reifen bei mir mit 16,5 Grad. Also ich selbst würde jetzt nicht empfehlen, unter 16 Grad zu gehen. Natürlich kann man dann auch das reifen. Das dauert halt eben länger. Aber vom Geschmack her würde ich sagen, werden sie dann noch besser. Aber ich reife jetzt aus Erfahrung oder ich muss so reifen, wie die Temperatur jetzt im Keller ist. Das kommt dann immer drauf an, ob es draußen warm oder kalt ist. Und so ist auch die Temperatur bei mir im Keller. Und wie gesagt, die sprühe ich dann 3-mal am Tag mit Wasser ein. Hinten und vorne, unten und oben. Ja. Und morgens, mittags und abends meistens. Und es reicht. Mehr braucht er da gar nicht zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir können sich eine Box holen und können sie reinhängen. Alles Mögliche habe ich auch schon gemacht. Aber das ist jetzt, was ich jetzt so mache, ist es für mich die beste Reifung. Also so sieht es jetzt aus. Sind schon schön fest, aber die dürfen, ich würde sagen, noch 2 Wochen dürfen sie noch reifen und damit sie noch fester werden. Und es waren jetzt ungefähr 13 Stück waren es. Ja, es waren genau 13 Stück gewesen. Und vom Geschmack her einzigartig, also unglaublich, wie lecker das schmeckt. Und ich war in letzter Zeit, war ich ja nur noch auf dem Salami-Trip. Ich zeige erst einmal, was ich noch gemacht habe. Ja, also Mettwurst habe ich gemacht. Und von dieser Mettwurst, das war ja Rindfleisch und Schweinefleisch gemischt. Es waren ja 10 Würstchen und von dieser Mettwurst habe ich dann diese Salami gemacht. Und man sieht es auch dann, die ist ja viel dunkler. Ich sage mal wegen Rindfleisch. Und es ist allerdings nur Mettwurstgewürze drin. Ich habe da noch ein bisschen Salz dazu gemacht. Da waren ja 20 Gramm Salz nur. Und habe da noch 5 Gramm Salz mehr reingemacht. Und die hängen jetzt dann im Keller zum Reifen. Sind schon schön fest. Lasse ich mal noch 2 Wochen und dann langsam kriegen sie schön guter Geruch. Ich werde es euch irgendwo ins Video noch reinziehen. Vielleicht ins nächste, wenn alles klappt. Nächste Woche habe ich dann auch ein paar Tage frei. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. So sieht es aus. Das ist mein Rest noch. Ich habe jetzt schon 2 im Kühlschrank liegen zum Essen. Und der Rest lasse ich jetzt dann noch ein bisschen im Keller hängen. Tue es weiterhin noch insprühe, dass der Darm nicht zumacht. Und ja, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.